So, und damit herzlich willkommen an diesem, ich glaube, wir haben Mittwoch, aber Mittwoch. So. Es wird draußen schön warm, heißt für uns wird es auch schön Zeit, weiter ein Red Dead zu machen. Macht absolut Sinn, ich weiß. Aber ganz ehrlich, die Story ist gerade so hart dabei, ey. Da will ich ehrlich gesagt gar nicht aufhören. Deswegen haben wir letztes Mal 12 Stunden am Stück gespielt. Quatsch, 6 Stunden am Stück. 12 Stunden am Stück, davon träume ich. So, die Frage ist, was steht denn jetzt an? Das habe ich natürlich schon wieder gekonnt vergessen. Ich muss mir gerade ein bisschen Kabel wünschen. So, machen wir mal so. Okay, komm Arthur, schmeiß dich mal weg vom Baum. Stimmt, wir sind im kompletten Gebiet gesucht. Oder wenn nicht heißt, wir werden nicht in Ellensburg ordentlich reinkommen. Maika möchte hier mit uns sprechen. Hier haben wir Arthur Londonderry, der noch bei dem wir noch Kopfgeld einsacken müssen. Hier unten haben wir Penelope Braithwaite. Hilft Penelope im Boot zu entkommen. Also da wollen wohl zwei durchbrennen. Ganz ehrlich, bei den beiden bekloppten Familien kann ich halt absolut nachvollziehen. Wieso steht mein temporäres Pferd hier? Oh, vergiss es. Ansonsten haben wir gerade, glaube ich, nicht allzu viel zu tun. Würde ich grundsätzlich sagen, schauen wir mal, was wir so schnell wie möglich runterbekommen. Die komplette Bahn, die Bahnstrecke und dann der Fluss. So wird das abgegrenzt hier. Ah ne, das hier ist gar keine Bahnstrecke. Ich dachte, das wäre eine Bahnstrecke, das hier. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja wirklich... Ja gut, ab hier wird's Bahnstrecke. Ne, wird's auch nicht. Doof. Dann schauen wir vielleicht erstmal, dass wir zur Emerald Ranch kommen. Was mich jetzt aber interessiert, wir haben ja ein neues Lager, ne? Sind die Verbesserungen immer noch geblieben? Weil wenn nicht, dann wäre das echt hart, Kenzer. Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die nicht bleiben und weggehen. Okay, sehr gut. Ah, so ein Fragezeichen. Mary Beth? Ja. You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. I don't know what I'm trying to say here. Okay. I guess I was trying to say. Arthur, du musst es wem sagen. I'm fine. What you been doing? Acting like a fool. How so? I've been robbing a bunch of people that didn't deserve it. Taking the easy money. My, you have been busy. That's one way of looking at it. You're a good man, Arthur. Underneath, I mean. I've lost my mind, Mary Beth. It's finally happened. I don't feel in control. Just stay calm and do what you do best. It seems I'm best in mayhem. Sure, I'm no better than Micah. Yes, you are. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. Gut war's? Okay. How you feeling about Molly? I'm feeling she got exactly what she deserved. That's what I figured. Ach ja, Molly. Arthur, Bist du so zielstrebig? thank you. Ah. Thank you so much. Oh, he ain't done yet, Abigail. Dutch seems... To have lost his mind? I know. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend.
Anyway, I'll leave you to it. I guess. Anker sitzt da auch immer noch rum. Wo ist John denn? Bist du John? Hi, Ich schau mal davon aus. Not exactly a welcome home party. Well, you warned me. I'll fill you in some more later. Things are gonna be okay, Jack. Can I go play in the caves? No, ain't safe in there. Hey, Shady. Okay. Fragt alles in Ordnung. Ich sag hey und sie fragt alles in Ordnung. Ja, komm. Kann ich denn jetzt schnell reisen? So vorher war das in meinem Zimmer. Aber wo ist das jetzt? Garderobe. Höchstens hinten auf dem Tisch. Ja, sieht aber auch nicht so aus. Wo ist das? Wo ist der Geil, wo wir schnell reisen können? So, wir müssen aber auch nochmal in die Stände fahren. Stimmt, das hatte ich auch vergessen nachzugucken, eigentlich, was für Pferde mittlerweile zur Verfügung stehen. Ja, das ist Pearsons Tisch hier. Nachzugucken, was für Pferde mittlerweile zur Verfügung stehen. So, der Hut muss erstmal wieder weg, Arthur. So, klar, wir haben dann noch den einen Schuldner. Und jetzt, wo wir einmal hier, na gut, wir werden wahrscheinlich eine Schnellreise wieder hoch machen, ganz einfach, ne? Jetzt kommen wir so, schauen wir den mal gerade abzuklappern. Ich hoffe, da wird nicht zu viel Stress bei rumkommen. Problem ist halt, wir können uns hier echt schlecht bewegen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn uns jetzt NPCs... Wenn uns jetzt NPCs über den Haufen rennen. Okay, das endet jetzt erstmal nach Schießerei. Hey! Hey, who are you? Christ! Oh Gott. Die Idioten lassen sich aber auch immer wieder neuen Scheiß einfallen, ne? I'll kill all you! Nicht wegrennen, Jungs. You in trouble! Ja, ja, ich hab Stress, ich merk's. Meine Güte, ey. Da lassen wir immer wieder neuen Scheiß einfallen. Da ist ja fast der ganze Wald wegen den Spacken abgebrannt, ey. Meine Güte. Und ich hatte natürlich leider die Schrotze nicht, sonst wäre es um einiges einfacher gewesen. Wir sollten natürlich wenigstens die Großstädte, oder ja gut, die Städte sollten wir wenigstens meiden eigentlich jetzt. Aber es scheinen NPCs ein Feind zu sein.
Das Ding ist, ich will halt nicht so hart offensichtlich in die Stadt reiten, deswegen schauen wir mal, wie wir hier hinten rumkommen. Ist ja wohl nicht dein Scheiß Ernst, Arthur, Alter. Nimm die Dreckswaffen mit. Zwischendurch, also es gab mal eine Zeit, da hat das funktioniert. Da hat er die direkt mitgenommen. Ja, so in etwa. Number 2, mine. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. Danke sehr. Oh, mal ein Lämpchen an, wa? Excuse me, partner. All right, pal. Obwohl, wahrscheinlich brauchen wir hier unten gar nicht mal ein Lämpchen. Hey, mister. Hey there. Wir brauchen hier unten nicht mal so eine Lampe. Hey there. Hey there. Immer schön freundlich. Trotzdem mit Maske rumrennen. Guten Tag. Ich suche einen Arthur Londonderry. Meister, weißt du Bescheid? Arthur Londonderry. Is he here? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh boy, you can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knocking. You ought to be ashamed of Hey, yourself. I ain't the godforsaken moneylender. Oh, okay, gut. Die letzte bekannte Position der Zielperson wird so und so markiert. Alles klar, wie komme ich jetzt hier raus? You better take that mask off before I make you take it off. Oh, ist ja gut, Peter, ich bin ja schon weg. On your way now. Oh, der war ja relativ clean. Wenn die Cops uns nicht sehen, sollte alles fein sein. So, wohin geht jetzt? Butcher Creek, hier unten, alles klar. Da können wir auch eigentlich direkt mal querfeldein einfach hinreiten, weil alles, was wir hier antreffen, sind entweder NPCs, die nichts bedeuten, oder Murphy Boot Boys. Oh, hat abgebrannt, ey. Yeah. Here we go. Das Ding, man ist tatsächlich in der Regel über die Wege schneller als querfeldein, weil querfeldein geht halt sehr viel hoch und runter. Ah gut, hier nicht. Ah, das Häuschen hier. Hier waren wir doch schon mal. You wanna pack all your stuff, Angel? I don't wanna go. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just
We lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. Schulden erlassen und Geld geben. Schulden erlassen. Ja, komm, sind wir mal ein bisschen freundlich. I just wanted to say the debt's canceled and to... Here, take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. Scheiße. Um Leopold Strauss zur Rede zu stellen. Das ist natürlich halt schwierig. Sagen wir so, Arthur kann natürlich auf seine letzten Tage noch ein bisschen, sagen wir mal, freundlich werden. Könnte man so ausdrücken. Weißt du nicht, wir können mal versuchen, nach Van Horn zu gehen. Dann uns mal hier mit der Postkutsche. Ich habe keine Lust, den ganzen Weg runter zu reiten. Wir reiten dann den Weg zurück oder so. Ach ja, Arthur. Das ist schon schwierig. Ja, also, ja. Ist ja, glaube ich, um Arthur so gut, also um Arthur jetzt so gut wie geschehen. Können wir auf den letzten Tagen auch nochmal unser Leben ein bisschen rumreißen, ne? Aber wir werden trotzdem negativ bleiben. Weil, keine Ahnung, irgendwie will das Spiel das nicht anders. Girl? Yeah, good girl. Easy there. Ich werde nicht mit einer Postkutsche fahren können, wa? Doch, kann ich wohl. Und das ohne Bullerei? Ist ja sick. Ist ja sick. Ich glaube, ich habe Roads angeklickt, ne? Ich hoffe es. Here we are, all in one piece too. Danke sehr. Appreciate the ride. See you around. Let's go, girl. Jetzt würde ich nur hier so schnell wie möglich... Ah ne, Quatsch, hier sind wir ja gar nicht mehr gesucht. Hier unten ist ja alles cool. Schade, ich habe Shady Belle als Spot echt gemocht. Gut, was ist... Ja, doch gemocht schon. Ich habe es nicht geliebt, aber ich meine, gut, jetzt sind halt Sümpfe, wie kannst du das lieben? Aber gemocht habe ich halt. Yep. Sind halt die Greys, arbeiten ganz normal weiter, aber die Braithwaite's, hier läuft halt nichts mehr auf der Farm.
Auch nicht, wie einfach wir hier einfach hinrennen können. Schauen wir mal, wie wir helfen können, den jungen Verliebten. Oh, you came. You came. You finally came. I came. Oh, thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Beau's. Well, you met them. They're animals. Not even animals. Monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Beau'll be waiting. Beau. Why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. I'm in your hands. Just get me to Rhodes Railway Station. Okay, let's try and get you a train. Beau's just waiting. Wird dann never so einfach sein, oder? In the hope you'll show up, or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, if he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watched me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. Gut, ganz kurz zumindest eine Waffe auswählen. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. We're here. He'll be out at the front. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Ja, moin, Meister. You came, at last you came. Beau, my sweet, my best of men. Oh, I'm hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Some of them jewels would do just fine. Beau, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Yo, Alden, what geht ab? Can I have 3 tickets to Saint Denis, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly. Good to see you. Oh Gott. Excuse me, Alden. Das war ja klar. Here, get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. Prügelei. You goddamn. Ja, Yankee. I wanna come back here without giving you a... Komm, greif schon an. We should have done this last time. Das habe ich echt nicht nötig auf meine alten Go to your woman. Tage. 4 fists and maybe 1 brain between. Now there's only... Work, mud. Ach Gott, was soll denn das? Da, one it. There's only 1 here. Mensch, Scott, das ist doch wirklich nicht... Tu das denn Not jetzt? Boah. Arthur, please get up. Junge, Junge, Junge. Hello, future. All right, all done.
That is quite a family you got there, son. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave. So, what do you expect? Good Wir sollten eigentlich jetzt nicht in Saint-Denis reinfahren. Das ist gerade hart dumm. Oh Gott. Both our families. There's good people in this county, but our families bullied them and drove most of them off. Whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah. Well, how delightful. Pferd. Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. All right, keep your heads down. I'll deal with this. Jules? Aua! Hör mal! Geht ihr doch gut! Have all the jewels in the state. The amount of your cousins here. Wie viele seid ihr denn, ey? Was ist denn dein Plan, Alter? Komm mal hierher. Hä? Oh Leute, ich habe jetzt zweimal repetiert. Oh Mann, ich dachte, ich hätte eine Schrotze dabei. Ich dachte, ich hätte at least eine Schrotze dabei. Mein Pferd ist tot! Warum ist mein Pferd tot? Oh Mann, das ist so behindert. Is that the driver? He's abandoning us. Hold tight, all right? I'll take a look up front. Ja, okay, scheiße, mein Pferd ist tot. I'll figure it out. Damn it, you did run. Remind me to rob your trains, mister. Hallo? Ah. Wo liegt mein Pferd denn? Das ist wahrscheinlich vor in den Dingens reingesprungen oder so. Ach man. Shit. That horse don't listen. Na schauen wir mal, was will, wenn das Pferd abnippelt. Was eigentlich für Tickets nach Saint-Denis? Wir fahren doch nicht mal in die ansatzweise Richtung von Saint-Denis. Ja, komm. Wieso brauchten jetzt eigentlich Tickets nach Saint-Denis? Wir fahren halt nicht mal in Richtung Saint-Denis. Wir fahren in genau in die gegensätzliche Richtung. Ich sag mal so, mich freut, so ist das nicht. Gucken, was jetzt mit dem Pferd passiert. Da noch eine mit damaligen Zügen sogar rückwärts fahren? Krass. Das hätte ich nicht erwartet. Da geht's eigentlich. Oh, okay, das ist eine nette Ego.
Buddies. Ob man die so theoretisch dann überfahren kann? Also wenn man es halt timingtechnisch gut hinkriegt. Also eine Kutsche oder sowas. Guck mal, da sind wir gleich mitten im Nirgendwo. Oh, ich muss noch weiterfahren. Da sind wir gleich mitten im Nirgendwo ohne ein Pferd. Ist ja great. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Klar, annehmen. Thank you. Now, let's get you off to Boston before any more of your relatives show up. That might Also, be wise. wenn die Leute uns das schon freiwillig geben, ne? Yeah. This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Irgendwas kommt da noch wegen den beiden. Irgendwas geht da noch schief. Sogar auf Gold. Wahrscheinlich kommt man es gar nicht nirgendwo drauf anders abschließen, wa? Ah, doch. Töte 5 dabei durch Kopfschüsse, während sie den Zug verfolgen. Krass. Habe ich mal geschafft. Auch wenn ich immer auf Köpfe ziele. Aber leider seltenst schaffe. Okay. Können wir theoretisch unser I'll be tending to you shortly. Kopfgeld? Have you come down with the flu as well, sir? Ja, ein bisschen mehr als eine Grippe. No. What are you talking about? Nothing. It's just been going around, that's all. Anyway, how can I help you? Na gut, eine fucking Grippe wäre wahrscheinlich gemütlicher als den Scheiß, den wir haben. Here now. Achso, jetzt wieder tote Pferd hier, oder was? Ein Pferd ist außer Hörweite. Echt jetzt? Damn horse. Das ist halt auch noch... Oh Mann, jetzt muss ich mir halt auch noch mal so ein neues Pferd fangen, ey. Oder können wir das irgendwie noch wiederbeleben? Google ich mal. Hier muss ja irgendwann mal ein Pferd vorbeikommen, was wir klauen können. Hä? Ist irgendein Weg, das denn so wiederzubeleben?
Ja gut, mit Pferdeerwecker, aber... Also, wie ich das richtig verstehe, ist mein Pferd jetzt tot. Wegen der Quest. Ja, I love it. Und nur jetzt liegt mein Sattel hier rum. Not again. Ist ja absolut großartig. Greetings. Good to see you. Gehen wir mal eine Zugfahrkarte. Ach, ja. Ja, und dahin, wo erstmal ein Stall ist, glaube ich. Good day to you. Als ob der nicht tot ist. Ach, leck mich doch. Als ob das weiter wegrennt. Oh, Mann. Hey, you need to stop. You got horse shit. Das ist doch... Ey, komm, jetzt ist halt wieder so ein Moment, wo es einen einfach wegtriggert bis Mappen Süd. Weil es halt einfach Bullshit ist. So, du kriegst kein Pferd. Wie soll ich denn jetzt von hier wegkommen? Wie hat sich das Spiel das vorgestellt? Klar könnte ich jetzt mit dem fucking Zug fahren, aber mit dem Zug kann ich auch nicht... Aber ich kann jetzt auch nicht mit dem Zug bis Mappen Süd fahren. Erst recht nicht, weil ich damit meinen Sattel nicht mitbekomme. Also da kommen zwei, die gleich Zeugen sein werden. There you go. Come on now. Get the hell out of here. Well, easy now. Easy. Boah Gott, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. So. There we go. Hä? Das sind halt diese Momente, wo ich einfach des Todes getriggert bin wegen dem Spiel. Ich will den Sattel da runternehmen. Okay. Ach komm, weißt du was, leck mich. Ich schaue, was jetzt passiert, wenn ich mit der Schnellreise nach Hause fahre und den Sattel da liegen lasse. Kann ja nicht wahr sein. Das ist halt Bullshit, sowas. What can I do for you? Hier gibt's nur die Position. Mit dem Valentine, da ist ein Stall. See you again soon. Gott, ey. Also kann ich mir jetzt wieder ein neues Pferd fangen, oder was? Sowas triggert einen halt des Todes, weißt du, wenn dein Pferd ohne Grund stirbt und du nichts daran ändern kannst, weil du währenddessen nie anhalten kannst. Weil es ist niemals gestorben, es hatte einfach keine Ausdauer mehr, es hat voll Ausdauer verloren, während es mir hinterhergerannt ist. Nee.
An beliebigen Stall gehen, okay. Hey, brother. Hey, friend. Hey, friend. Long time no see. Kennen uns? You don't look so well, friend. Ah, ich weiß. You okay? No, not really. Oh, that's too bad, buddy. They told me I was dying, only I never did. You ever die, friend? Well, no. Nein. Of course not. Of course you didn't. But, well, we're all gonna die. I guess so. I'm sorry I always say dumb things. I'm a dumb fella. You're smart, and you're dying, and I'm dumb, and I ain't died yet. And, well, here's the thing. I never was in the army, friend. I told folk I was, but I lied. I don't know why I did. And now I feel better. But, well, here's another thing. You, well, you've always been, Kenn den Typen nicht. or you've mostly been nice to me. At least you spoke to me. And now, you're dying. And I'm real sad. Real sad. Sure ain't fair. Ain't fair at all. I'll miss you, friend. You're a good man. Ich bin auch komplett ignorieren die ganze Zeit. Morning. Ja, das ist schon mal ein bisschen schwierig. Ja, das ist halt kacke, ganz ehrlich. Wenn man sein Pferd im Fight verliert oder so, halt die Fresse. Wenn man sein Pferd im Fight verliert oder so, ist halt scheiße, ne? Aber dann kann man es nicht nachvollziehen. So ist halt absoluter Bullshit. Ich hab's ja gar nicht mal bemerkt. Das ist halt absolut dumm. Naja. Wenn man sein Pferd dann hier wenigstens zurückholen könnte, so. Ne, ist keins. Hat ein englisches Vollblut, hat, ne? Steht auch keins. Ist halt auch, what the fuck? Leere Box, keins. Dann rette ich erstmal wieder mit Johnny. Müssen wir schauen, ob wir uns nochmal so ein englisches Vollblut jagen gehen. Wo war das denn nochmal? Hier. Na gut, dann wollen wir mal nachschauen, wa? Weil das ist halt Bullshit, so ganz ehrlich. Ich glaube, unser erstes Pferd hatten wir auch gekauft und das konnten wir auch nicht wiederholen. So, du gibst Geld aus, dafür, dass dein Pferd 5 Minuten danach sterben kann. Das ist halt, finde halt ein bisschen weird. Aber realistisch ist es natürlich. Klar, keine Frage. Realismus ist natürlich am Start.
Man sieht natürlich auch wieder alles. Das macht es halt jetzt nicht gerade einfach. Das Problem ist halt unser ungarisches Vollblut. Oder ein englisches Vollblut, glaube ich, hatten wir. Lässt sich leider nur fangen. Mal da. Easy. Hey, get out of here. Naja. You thought twice. Yeah. Ah, jetzt rumballern und dann die Pferde verscheuchen, ist auch scheiße. Okay there. Hm. Ja. Hier ist noch nichts. Slow up now. Ah. Rotbraun, das sieht doch gut aus. Alles gut ab. Alles mal rotbraun, ne? Ja, gut. Alles gut. Arthur will dir nichts tun. Hey, you're okay. Shh, 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 shh. Aua. Was war das jetzt? Whoa, wait. Das ist mir vorher noch nie passiert, ey. Als ob es jetzt da hinten ist, wirklich? Hey, war ich jetzt zu schnell oder was war jetzt das Problem? Was ist mit dem Baum passiert? Alles gut. Whoa, now. Just stay calm. It's okay. Stay calm. Yeah, there you go.
Ja, komm, beruhig dich. Ja, ist gut. Ist ja gut. Beruhig dich. Ja. Ja, gutes Pferd. Gutes Pferd. So, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt erstmal bis Level 1 warten. Easy now. Ja, mein Pferd, vielleicht kann ich es auch einfach anbinden. Wenn das funktioniert und sich das nicht losreißt. Wie ich es verstanden habe, müssen wir das erstmal bis Level 1 ausreiten. Damit es wirklich jetzt unser Pferd ist. Whoa, Was passiert jetzt? Einmal den Sattel runter. This off, boy. Und einmal hier drauf. Da. Ah, ist nur dein Hauptpferd, alles klar. Du darfst gehen. Go on now. Tschüss. War eigentlich auch eigentlich in den Sattel, in dem Dingens unterstellen, ne? Komm mal her. Du reitest hinterher. Damit wir uns verstehen. Nicht abhauen. Okay, boy. So. Oh, hier haben wir schon den nächsten Stall. Ist alles easy. Direkt nebenan. Giddy up. Aber in die falsche Richtung nebenan. Alles klar, Almira 2.0. Nein, so werde ich das Pferd nicht nennen. Aufgrund davon, dass es vorhin im Laufe einer Quest passiert ist. Wofür ich absolut nichts konnte. Spontanregen, man kennt ihn. Werden wir einfach so tun, als wäre nie was passiert. So, einmal parken. Ah, hier geht so auf, okay. Ach, weil die schon nicht auf war. Hey, good looking horse there. I'm happy to stable that for you. Wie Name eingeben. Don't you worry about me. So, Johnny. Kann ich jetzt hier noch was aufrüsten? Oh, da kommt halt nichts rum, ne? Aber es gibt jetzt verbesserte Sättel. Hey, das ist doch ein ganz anderer Sattel. Achso, ja klar. So. Best to have a good saddle that'll hold up. Verbesserte. Nice. You only live once, lest you're a cat. Ey, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Mit diesen Hansen da dran oder was das ist. Also ein Muster brauchen wir halt nicht, das sieht halt in der Grafikeinstellung sowieso nicht aus. Ah, ich will jetzt gerade nur durchgucken, damit wir hier alles weg haben, was hier markiert ist. Used to have a good cobbler across the way. This old lady blew his head clean off. Ja gut, ah, warte mal. Was war das für einer? Der hier? So, den fand ich cool. Den finde ich, der sieht cool. Also der ist halt einfach schwarz, ne? Aber vorbestellte Sättel.
I got one of them myself. Ah, verbessert. Satteldecken. Always good to have one of those. Gut, die sieht man kaum, ne? Gerade unter dem hier sieht man die eigentlich nur da oben. Louis Fox. Da. Die Tiere sind ja alle schon gut und so, ne? Aber ich würde ja auch kein Problem, ich würde auch jede Menge Geld für so ein Tier ausgeben, aber ich finde es halt einfach potthässlich. Aber wir müssen hier noch Aussehen ändern. Mähne auf lang. Und was hatten wir sonst noch an Haare? Wir hatten das hier, ne? Braun in schwarz. Weiß ich nicht mehr genau. Hier hat man auch lang. Und dann dieses Braun ins Schwarz. So. Ah, scheinbar, selber fährt wieder. Es ist nie was passiert. Oh no, wait, das wollte ich jetzt nicht. Ey, die Steuerung ist so weird, ne? Aufsatteln. Ja. Rot-braun haben wir, glaube ich, auch richtig. Gehe ich jetzt mit dem Pferd raus oder gehe ich jetzt ohne Pferd? Ah, super. Ich kann statt Pferd umbenennen. Weißt du, als wenn man einfach so eine Funktion einbaut, von wegen Pferd umbenennen. Fertig, easy. Gebe ich hier nicht. Bei Johnny habe ich gerade eben Musti geschafft, obwohl Johnny schon einen Namen hat. Und zwar Johnny. Stallen? Aufsatteln. Irgendwo in den Aussehen? Nee. Pferdeleistungen? Ah, Pferd umbenennen. Ja, natürlich in den Pferdeleistungen. Wait a minute. Ja, doch. Ist wohl wahr. Ist weiblich, ja. Muss mal kurz mal nachgucken. Jo, ich komme nie wieder hierhin zurück, weil du mitten im Nirgendwo bist, Alter. So, stellen wir unser Pferd zurück. Ist nichts passiert. Irgendwas wird wahrscheinlich wegen der alten noch kommen. Hier oben haben wir jetzt Hamish. Ah, stimmt, das war der Boy mit nur... Hatte zum Angeln in seiner Hütte. Oh Gott, das werde ich niemals machen. Es eins gibt in dem Spiel, dann, was ich absolut hasse, das ist Angeln. Weil du dir deinen Controller übelst ausleierst. Was mit dem Schilder, jetzt sollst du mit Strauss reden. Sollten wir mal mit Strauss reden, wa? Ja, aber Angeln kannst knicken. Ich gehe nicht angeln. Erstens machst du damit die Hand kaputt. Und zweitens leist du den Controller wie dumm aus. Wie Angeln mit Maus und Tastatur geht, habe ich noch nicht rausgefunden. Bis jetzt zumindest noch nicht. Ja, mir habe ich mein Pferd zurück. Aber eigentlich kann das doch gar nicht passieren. Ich meine, klar, ich habe das Pferd extra gerufen, damit hinter dem Zug herkommt. Und dann muss es ja fast an einer engen Stelle schon reingelaufen sein, aber sowas kann doch eigentlich gar nicht passieren. Dass das Pferd in den Zug reinläuft. Zumindest ist bis jetzt, so wie ich das bemerkt habe, die KI relativ freundlich, was das angeht. Okay. Bei jedem Gewitter muss ich jetzt an den Professor denken, ey. mit seinem elektrischen Stuhl. Wo er am Ende einige Flitsch bekommen hat.
Aber, also ich sag mal so, der Grundprinzip von seiner Erfindung hat funktioniert. Hier hört einfach die Bahnstrecke auf, Leute. Hat ja quasi funktioniert, der Stuhl. Wäre ein bisschen mehr Strom drauf gewesen, wäre es, ich glaube, nicht so schmerzhafter gewesen. Und wenn er den Strom ordentlich geleitet hätte, hätte er keine gefliegt bekommen. Was haben wir denn hier? Ich dachte, hier wäre einfach ein Haus, aber hier waren wir auch schon. Ja, wollte erstmal bei Gewittern eine erhöhte Position suchen. Na klar. Was? Ja, was stand hier gerade? Elixier. Einfach ein Aussichtspunkt hier, oder was? Ich sag so, wenn der Wetter jetzt ordentlich wäre, könnte man hier schön weit sehen. Ja, das stimmt schon, aber... Mehr ist hier tatsächlich nicht. Ah, hier zumindest habe irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas Sinnvolles erwartet. Zum Collecten oder so, aber... Ah, Truhe. Ja gut, hier ist aber auch nur Sachen zu saufen drin. Und ein bisschen Gemüse. Ah gut, ein starkes Wundertonic. Kann man hier rein? Nee. Würde ich halt davon ausgehen, dass es da noch eine geheime Falltür gibt oder sowas. Naja. Oh. Ja, links, rechts, oben, unten. Twitch macht die letzten Tage aber echt Probleme, ne? Ich habe immer einen Frameverlust von ca. 3-6%. Also konstant wirklich. Ich meine, ich glaube, es fällt im Stream nicht sonderlich auf, aber es ist halt nervig. Also, ja gut, nicht unbedingt nervig, aber es ist halt unnötig. Oh, dein. Ach, easy. Ich bin mal gespannt, ob wir bald wieder umziehen dürfen, ey. Ich find's cooler, wenn man... Alter, das ist aber... Also, das sieht man aber ganz schön, dass da hinten unser Lager ist. Ich find's cooler, wenn wir die Wahl gehabt hätten, ob wir John jetzt schon befreien. Oder erst später. Na gut, im Endeffekt hat es keinen großartigen Unterschied gemacht, wahrscheinlich. Aber es wäre ein bisschen meinungsfreier gewesen. Generell könnte das Spiel davon noch ein bisschen kulanter sein eigentlich. Ich realisiere jetzt schon gar nicht mehr, wenn ich auf die Fresse fliege. Das ist dann so und dann wird aufgestiegen und dann geht es weiter. Seid ihr deine Belohnung ins Zelt gelegt? Das ist aber freundlich. Okay, thank you. Freundlich. Stimmt, Susan hat uns auch schon was gegeben, ne? Ja gut, macht ja natürlich Sinn. Wir müssen uns mal angewöhnen, auf dem Weg lang zu reiten, bis hinter uns unser Dingslager.
Okay, ich kann Jack nicht grüßen, dann nicht. Mahlzeit, Reverend. Mr. Morgan, you don't look very well. I'm not, Reverend. I fear I'm pretty sick. I'm so sorry. You seem well, on the other hand. Yes, I've stopped all that silly business. I think I'm okay. Das ist schön. Well, that's wonderful news. How? I don't know. I met a Catholic lady, a nun, and we prayed, and it was lifted. The curse was lifted. Good. I can't believe it. Really, I can't. All those years I wasted. Waffenöl. Oh. Nicht viel, aber danke. So, wo ist Strauss? Straussi. Straussos. Straussarini. Das ist auch immer so ein bisschen abseits, ne? Hier ist ein Baumstamm. Hey. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Just... get up. What? Get up! What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Getting rid of you. You time-wasting maggot. Get your bag. I don't understand. Just get out of my sight. You waste my time, you depress me, and you're a parasite, sending me after losers like that. Yeah, I should do. You're an embarrassment. What are you doing? We were partners. Yeah. Business partners. Go get a new partner. You know, they say the sick delude themselves. I was your comrade. My comrade? You're a creep. A creep and a parasite and a time waster. Now, take that. Take that, and don't annoy me. I'm leaving. What the fuck, wieso schmeißen wir ihn jetzt raus? Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Wieso schmeißen wir ihn denn jetzt? Hä? Oh, hä? Verstehe es nicht. Nachdem er die Sinnlosigkeit von Strauss Geldverleih erkennt, wirft Arthur ihn aus dem Lager. Sinnlosigkeit? Der hat Leuten Geld geliehen oder hat er keinen Leuten Geld? Ich verstehe es nicht. Gut, ich blick nicht durch. Der wird doch jetzt safe zu den Bullen rennen, also come on. What's with you? Are you gonna throw me out like Strauss? Hey, Charles. Hey, Arthur. Er wird doch safe zu den Bullen rennen. Ah. Guck auf. Jetzt mal no joke. Dann haben wir nur noch Micah. Micah Bell. Micah möchte mit dir sprechen. Da ist die Quest. Nur zu Besuch. Oh. Charles. Wer ist diese Jungfrau in Nöten? Ja, und der Anglerboy. Oh, wenn wir das machen, ey. Da ist halt nicht so die größte Lust drauf. Also ihn jetzt eigentlich nicht rauszuschmeißen, finde ich halt ein bisschen heftig. Ich meine, das ist nicht unsere Bande. So. Wir sind nur Mitglieder, wir können keine Leute rausschmeißen. Also es wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben. Dass wir Strauss rausgeschmissen haben. Nun denn. Ich finde auch ein bisschen heftig, ihn rauszuschmeißen.
Also ein einfaches Gespräch hätte es da getan oder einem auch wieder die Wahl zu lassen. Schmeißt du Strauss raus oder haust du ihm nur verbal eins in die Fresse. Hätte es getan, meiner Meinung nach. Weil Strauss eigentlich ein guter ist. Also das war schon freundlich und so. Und er ist ein alter Sack, ey. Wie soll ein alter Sack heutzutage noch überleben? Alles gut mit dir? Oh, und hier kann ich nicht runter. Kann ich theoretisch schon. Aber das geht auch dementsprechend schief dann. Oh Gott. Was you followed? No. Was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And not inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkertons show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Whoa. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't... We need money, but revenge, now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Ah ja. Okay. So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, is his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out, and he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Im Optimalfall. Ganz gerne ohne weitere Tote. Unserer Seite. Cornwall's boat is due in soon. Let's go down here behind these crates.
want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir, send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You've lost your man! Noise, Arthur! Noise! LOL! Das kam jetzt überraschend. Oh, shit! Pinkertons! What the hell have you done? Okay, eigentlich wollte ich ihn dahinter auch treffen. Frage ist, wo ist Micah hin? Der ist doch einen der Pinkertons hinterher rennen. Den beiden Oberbossen, oder nicht? Cornwall ist dahin, ey. Hier stehe ich auch, sitze ich auch geil in der Deckung. Alter. Die Steuerung war gerade so buggy schon wieder, ne? Ich weiß, wir müssen hier raus. Oh. That Fatality, Alter.
Wir haben ja auch nicht die Schusslinie, Alter. Stimmt denn mit dir nicht? Ölwagen? Der da? Let's go. Well, at least we tried talking it out. Boys, Lost your minds. oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on. All right, let's head for the hills, boys. They're trying to block us all. Go right. Lol, der ist tot. Okay. Also könnte ich die Shotgun gebrauchen, ne? Oh Gott. Alter, was ein Jump. Damit haben wir jetzt natürlich noch mehr Aufregung auf uns gezogen. Als wir ohnehin schon hatten. Oh. Oh, easy game, wa? Cornwalls Geschichte. Whoa. We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annesburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Micah, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. Tell 'em. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Mein Pferd ist zum Glück um die Ecke, nur zu Besuch. Ja, nicht ganz. Waren denn bei bitte 3 berittene Gegner durch Kopfschüsse? Habe ich halt legit gemacht. Erreicht die Pferde innerhalb von... Na gut, da habe ich ein bisschen was... Da habe ich ein bisschen gebraucht. Cornwall ist also auch Geschichte. Aber er wollte uns ja nicht glauben, ne? Aber er wollte uns ja nicht glauben. So, was haben wir jetzt hier? Reverend möchte mit dir sprechen, entfesselte Wut. Und wir haben hier unten Micah. Hier den Wagen voller Sprengstoff vom Militärkonvoi, der von Saint Denis nach Annesburg fährt. Oder Reverend Sons möchte entfesselte Wut. Was auch immer das ist. Ich wundere, dass wir so noch easy eigentlich jetzt in Saint Denis rein können. Weil eigentlich müsste ja heißen, nee, ist nicht.
Nun denn. Ach, er schon wieder. This is total madness. I know it is, but I can't stop. No, I can't. I'm feeling very abandoned. You know, very ignored. See, I asked for a message, and he gave me the whole world, but no signal I can understand. All these people, and none of them quite right. That's very frustrating. The whole world. Wasn't that enough? No! It wasn't enough. It wasn't enough at all. That's a problem. I'm so greedy. I'm awful. Tschüss. Oder so? Naja. Ich frage mich halt auch, warum wir uns nicht in die Höhle zurückziehen, so. Dann wären wir halt nochmal deutlich versteckter, wenn wir in der Höhle wären. Hi there, Arthur. Dutch went and killed Cornwall in Annisburg. This'll be bad, John. Shit. Ja, da sagst du was. Ja, was geht ab? Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself, somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? 1 score and 1 whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah. Are
Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. We can get them more horses. Das war jetzt I understand Eagle Flies is spontan. angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. Got enough folks coming after us. Hier ist das auch Hacke. Let these bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. Ja, Colonel Favors gerne, nachdem ich Waffen ausgewählt habe. Ich hasse es, diese Konversation zu unterbrechen, aber... He and his regiment take pleasure of persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Wir geben zumindest unser Bestes. In this, Dutch. You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. Okay. There's Peta. His men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. Let's head out. Paddle zum Boot hinaus. Raus. Also machen wir das alles jetzt leise, oder wie? Ja, gut. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. Then when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Good luck. Ja, ich würde gerne noch weiter, aber Arthur will nicht. Pull up alongside, quietly.
try not to kill anyone, Arthur. Welche die Soldaten, okay. Ah, schlaf ein. Okay, Junge. Erstmal plündern. Die anderen auch. Das sind aber so viele. Brief von Vater an Martin. You mind the horses? I need a smoke. Oh, no, not again. And had a sniff of a good hand all night. I'll be retired in the morning at this thing. Just deal, will ya? Einer ist der Fahrer, war. I'm in. Raise you. We can go higher than that. Yeah, damn it, no. I'm out. All right. Cold. Und nur? What the hell? We're taking back what's ours. Ich wusste nicht weiter. Boys, we'll find out about those horses down below. Arthur, deal with that anchor. I deal with that anchor. Dynamit anbringen? Oh oh. idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Das ist nicht unbedingt die smarteste Idee. Oh. Seem to be going pretty fast, Dutch. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on! What is wrong with you? Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Boys, get him out of here! Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Komm her. Hallo? Hallo? Over Ah. here, come on. Here. Hä? Vorhin war das Boot aber noch weiter unter Wasser. So, hier, easy game. Na, schade. Schade, das Boot wäre unsere Mitfahrgelegenheit. Also unsere... Hätten wir immerhin schon mal ein Boot, ne? Um abhauen zu können. War ein Schiff, war das ja eher. Seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur... Oh, Arthur needs to rest. I will. I like you, son,
And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Ja. Sure. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others, Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur. Entfesselte Wut. Auf Gölden. Auf Gölden. Lag 2 bewusstlos. Und die Fels dann treiben. Ja gut, das war jetzt auch nicht allzu schwer. Alles klar, jetzt haben wir wieder einiges an Quests auf. Frag mich nur, was Dingens jetzt sagen wollte. Der Reverend, weil der wurde ja leicht unterbrochen. Aber hier ist Micah. Steht im Wagen voller Sprengstoff vom Militärkonvoi, der von Saint Denis nach Ensburg fährt. Hier unten haben wir Charles und Sadie und der Bürgermeister. Fallender Regen. Ah, da gehen wir jetzt erstmal ins Indianerreservat, okay. Ich würde sagen, jetzt wo Nacht ist, können wir eigentlich zum Bürgermeister, ne? Wie lange ist es noch Nacht? Oh, noch ein bisschen Ausschlag schaffen wir auf jeden Fall noch. Da wollen wir erstmal rüber zum Bürgermeister von Saint-Denis. Der Henry. Der François. Hört sich zumindest an wie ein François. Der Waffe ist in einem schlechten Zustand. Das ist richtig. Ich weiß nur, wie gesagt, immer noch nicht, ob das so smart ist, jetzt einfach ein Saint-Denis rein zu... They're gone. Get out of here while you can! Get away from me! Okay. Wo will die hin? Weiß wahrscheinlich selber nicht. Oh, ich hab schon jetzt geschafft. Ah, Caps Lock ist wohl. Okay. Caps Lock ist wohl Adlerauge aktivieren. Jetzt kaum wegschmeißen. Oh, dringend einen besseren Stuhl, ey. Das ist so unbequem mittlerweile hier. Also nicht unbedingt unbequem, aber ich weiß halt leider nicht, wie ich sitzen soll. Ey, das ist super anstrengend. Ach ja.
Naja, wie gesagt, was Smartes jetzt in die Stadt zurückzureiten, bezweifle ich aber stark. Naja, schauen wir mal. Ja, erstmal mitten in der Nacht hier Zeug durch die Gegend tragen, ist klar, Meister. Gut, nachts wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein als mitten am Tag, weil weniger Cops unterwegs sind, kann ich mir vorstellen. Das ist noch ein Fragezeichen. Und auf Fragezeichen können wir uns so gesehen auch später kümmern. Erst recht, falls jetzt wieder weg ist. Ah, das ist hier irgendwas von hier ist noch ein Fragezeichen. Also das sind Brother Dawkins und Schwester Calderon brauchen deine Hilfe. Mal wieder, natürlich. Ja, aber wir haben Nacht, wir gehen erst zum Bürgermeister. Wir haben jetzt 3 Stunden von da oben gebraucht, Alter. Ich muss mal gerade die Tastatur hier wegmachen, ey. Ich brauche ein bisschen Platz. Das Ding hat aber auch Schräglage, hey. Okay. Hm. So, was will der Bürgermeister wieder? Was für ihn für krumme Geschäfte erledigen sollen? Mahlzeit. Oh, it's you. I got his letter. Mr. Arthur. Sir? Education is the most wonderful thing. It'll raise us higher and higher. Make civics and ethics less a work of dirty-minded pragmatists like me, and the calling of higher, better men. Here, here. Without it, we are savages. But with learning, why, in 50 years, man will put down his guns and start living a life of relentless purity. Here, here. But the rich can be so very self-absorbed. How can I help? You can't. We need all our strengths. That's the point. We've gone over this. Violence is never right. I agree with you. But it's not violence. It's the mere threat of violence. Against whom? Oh. Against Hector Fellow's worst nature. To convince him to make good on his promise to help finance the library. Who is he and where do I find him? He's a newspaper man. And He's leaving town on a coach, heading to his country estate because he doesn't like your heavy-handed approach. Well, you certainly won't like my heavy-handed approach. Thank you, Mr. Arthur. You'll spot him on the road through the bayou. He has a red coach. So we are clear, I do not approve of this behavior. Was aber sagt, springen, dann springst du auch. Verlass uns Saint-Denis in Richtung des Bayou. Aha. Rote Kutsche. Wieder Leute bedrohen. Na, dann wollen wir mal. Come on, girl.
Gibt's hier Wege? Nee. Ich hoffe, gibt's Wege zwischendurch oder so. Fällt mitten in der Nacht eigentlich die Straßenbahn. Na gut, wir haben mittlerweile, gut, da könnte die erste Straßenbahn sein am frühen Morgen oder so. Steig in die Kutsche, alles klar. Die Kutsche fährt doch. Bring bald auf. Hä? Hallo, ich kann nicht raufspringen. Ich kann nicht überspringen. Jetzt ist es wieder so eine Bug-Quest, ey. Och, meine Fresse. Ich bin am Spammen wie ein Blöder. Ich komme da nicht rein. Boah, es geht gleich Tote, ehrlich, ey. Get your hands up. Who the heck are you? Just gonna talk to your passenger a moment. Okay, drive. Nicht um mein Pferd. What the hell do you want? Mr. Fellows, ain't it? Charity, sir. And an appeal to your better nature. This is most impudent. Oh, no, it's not most impudent. Trust me, buddy. I can get a whole lot more impudent. But this is a good cause for a wealthy man such as yourself. A chance to add some dignity to all that wealth. Dignity? By helping to finance a library in town. Think of the prestige, sir. Oh, get out of my carriage. But the mayor... The mayor? The mayor is a crook. Me too. And I'm a real crook. I will not be bullied by you, sir. Get out of here. Get out of here. Oh, I'm sorry, was that? Yes, I'd like to finance a library for the common good. I didn't hear you. What was that? Please! All right! All right! There. You see? That wasn't difficult. You know, they say it's better to give than to receive. And certainly in the case of a beating, I know that's true. Now, the mayor awaits your check, sir. Been a pleasure. There's a good man in there. Let him live a little more. Driver, hold up. As you were. Drive on. Ja, zum Bürgermeister zurück, wenn es dunkel ist. Sagt schon alles, dass das alles kriminelle Geschäfte hier sind, hey. Na guck mal, in La Grasse sind manche Ebenen, wo wir nicht gesucht werden. Ist ja cool. Wieso auch immer. Naja, ich gehe wie immer von einem Bug aus. Obwohl hier sind es auch nicht bis hier. Also auf dem Wasser ist anscheinend fein. Und dann hier unten wieder ein Stück, aber hier dann wieder nicht. Hier ist wieder böse. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Charles und dann nach Sadie, denke ich mal. Was auch immer der Charles von uns will, ey. Der geht mir mittlerweile ein bisschen auf den Sack. Na gut, das sind nicht allzu schwere Quests. Na, ganz nett. Mahlzeit. Buddy joined your channel. Hey, wake up. Easy there. Sound resumed. Guten Tag. Headset runterklappen. Ja. Oder hast keine Lust mit mir zu reden?
Passe ich als ein Nein auf, okay.